Am nächsten Tag fuhren wir zurück in eisfreiere Regionen. Unser Ziel war Smeerenburg, die historische Walfangsiedlung der Niederländer. Already in 1612 the Dutch came up here to start whaling too, and in about 1614 the Dutch company, the Noordse Company, founded Smeerenburg. Doch wie kam es zu diesem Walfangboom? Bevölkerungswachstum und Wohlstand in den Handelsstädten hatten zu einem steigenden Bedarf an Ölen und Fetten geführt. Walspeck hieß die Lösung. Mit Harpunen und Speeren wurden die großen Meeressäuger erlegt und an Land gezogen. Hier riss man die Speckstreifen heraus, zerkleinerte und kochte sie in großen Kesseln, um den begehrten Tran zu gewinnen. Heute sieht man noch spärliche Reste der Siedlung. You can also see that there's a lot of these little bricks. You see the red bricks. It's flooring of the houses. It's actually the brick stones were used as ballast inside the ships. Ein Denkmal erinnert an die Zeit, als im arktischen Sommer ca. 100 bis 200 Menschen hier wohnten. Die Fundamente der Tranöfen sind noch gut erkennbar. Ungeachtet dieser blutigen Vergangenheit sonnten sich Walrosse am Strand von Smeerenburg. Auch die Küstenseeschwalben waren wenig scheu. Am Strand hat die Eiszeit ihre Spuren hinterlassen. Bringing these large rocks that you see along the shore here, because they're too heavy to be washed up. They're too heavy for any other process. In einem Fußabdruck war ein garnelenförmiges Krebstier gefangen, die Hauptnahrung vieler Walarten. Auch Eiderenten waren in der Bucht unterwegs. An diesem Abend blieben wir noch lange in der Lounge, denn wenigstens einmal wollten wir die Mitternachtssonne sehen. Vor dem nächsten Ausflug gab es wie immer gute Tipps. Bring sunglasses because the reflection is quite immense. You'll burn your eyes. Sunblocker. Mit Zodiacs erkundeten wir schließlich den überaus malerischen Magdalenefjord. Ein Seehund schwamm vorbei und blinzelte in die Sonne. Das Highlight war der Vagonwehbreen, der Wagenspurgletscher. Wir nahmen uns Zeit, seinen Anblick zu genießen. Der Magdalenefjord ist bereits lange bekannt. Schon Wilhelm Barents war hier und nach ihm zahlreiche Expeditionen, wie 1839 die französische La Recherche-Expedition, bei der zahlreiche Zeichnungen entstanden. Die Verlobte des Malers ging hier an Land und soll damit die erste Frau gewesen sein, die Spitzbergen betrat. 1910 ankerte die deutsche Expedition mit Graf Zeppelin im Fjord. Es entstanden die ersten Farbfotos der Insel. Und man wollte natürlich herausfinden, ob ein Luftschiffverkehr in Spitzbergen möglich wäre. Zumindest meinte man, dass die Verhältnisse für den Touristenverkehr geeignet wären. Diese Anregung und die tollen Fotos griff die Gesellschaft Norddeutscher Lloyd auf und bot im Folgejahr eine Schiffsreise an. Der Reichspostdampfer Großer Kurfürst war ein echtes Luxusschiff mit allem Komfort für die betuchten Gäste. Ob die Touristen damals hier auch so strahlenden Sonnenschein hatten wie wir, ist nicht bekannt. Mit
Mit den Zodiacs fuhren wir zur Blomstrand-Halvøya, der Blumenstrand-Halbinsel. Allerdings ist es eine Insel und keine Halbinsel. Winzige Blumen kann man hier tatsächlich entdecken. Ihren Namen erhielt die Halbinsel jedoch zu Ehren des Mineralogen Christian Wilhelm Blomstrand, der 1861 an einer Spitzbergen-Expedition teilnahm. Als hier 1906 Marmor entdeckt wurde, witterte der Engländer Ernest Mansfield ein großes Geschäft. Mit seiner Northern Exploration Company investierte er große Summen. Wohnhäuser und Werkstätten wurden errichtet, schwere Maschinen, Kräne und Schienen hierher transportiert. Leider erwies sich der Marmor als minderwertig und die Investition damit als Desaster. Neu-London wurde aufgegeben. Geblieben ist seine interessante Geschichte. Die Überreste der Siedlung gelten heute als Kulturdenkmal, sowie alles auf Spitzbergen, das von Menschenhand gemacht und bis 1945 hier liegen gelassen wurde. Wir stiegen erneut in die Zodiacs. Mit Blick auf den 14. Juli Gletscher erreichten wir die 14. Juli Bukta, die Bucht des 14. Juli, von einer Expedition nach dem französischen Nationalfeiertag benannt. Stellenweise findet man hier üppige Moose und Flechten. Kleine Blümchen konnte man ebenfalls entdecken. Eine Schmarotzerraubmöwe beobachtete uns argwöhnisch. Und wir freuten uns über die ersten Rentiere unserer Reise. Wir machten einen Stopp im St. Jonsfjord. Flache Gebiete sind hier rar. Wenn man wandern möchte, geht es bergan. Aber wir wurden belohnt. Die Spitzbergen-Rentiere kamen direkt auf uns zugelaufen und beäugten uns neugierig. Ein Traum für Fotografen. Mit diesem tollen Erlebnis konnte das herumliegende Rentiergeweih natürlich nicht mithalten. Schließlich sahen wir uns noch die Peer-Hütte an. Diese Blockhütte ist nach Per Johnson benannt, einem der letzten Eisbärenjäger, der sie in den 1960er Jahren baute, jedoch nie zur Überwinterung nutzte. Wir hielten Kurs auf die Tordenskjöld-Bukta, eine weitläufige Küstenebene. Hier sollte es viele Rentiere geben. Und die gab es tatsächlich, sogar vor malerischer Kulisse. Auch hier kamen sie so nah, dass man die Eigenheiten dieser speziellen Rentierunterart gut erkennen konnte. Das helle Fell, der kleine gedrungene Körperbau und die großen Kulleraugen.
Am Flughafen wurde uns nochmal bewusst, dass dies eine ganz spezielle Insel ist. Und das war sie dann auch, unsere Reise in den hohen Norden.